Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und das ist die DJI Mini 2 und das im Hintergrund ist natürlich Spanien. Ganz besonders die Kanarischen Inseln im Jahr 2021 und ich will euch einfach mal meine Erfahrungen aus dem Bauch heraus, ohne Text, ohne Vorbereitung hier so erzählen, wie es ist mit der DJI Mini 2 in Spanien komplett am Meer und natürlich auch am Strand zu fliegen, was ihr beachten solltet und was auch passieren kann oder was mir bzw. passiert ist, das gibt's jetzt in diesem Video. Und natürlich ist es schön, wenn man in den Urlaub seine Drohne bzw. seine DJI Mini 2 mitnimmt. Da hat man wirklich eine ganze Menge davon, die ist leicht. Ich nehme die wirklich jeden Tag am Strand mit, weil ich immer denke, ich kann irgendwo hier oder da noch wunderschöne Shots schießen mit der Drohne, weil schwer ist sie natürlich nicht und das Ding, das hat man eigentlich immer mit dabei. So, was ist natürlich, wenn ihr hier in Spanien mit der Drohne fliegt? Vorher ganz wichtig, die Gesetze durchlesen, die hier in Spanien gelten. Darauf gehe ich aber heute in dem Video eigentlich nicht drauf ein, weil die kann man sich viel einfacher durchlesen. Ich habe sie direkt in meinen Showbeschreibungen für euch verlinkt und ich will eigentlich bloß mal so ein bisschen meine Gefühle ausdrücken beziehungsweise meine Erfahrung, was man eigentlich hier so ein bisschen beachten muss. Und das ist natürlich am Anfang, sollte man wirklich mit seiner Drohne vorsichtig fliegen und vorsichtig heißt natürlich auch direkt keine Touristen nerven. Ja, also ihr solltet nicht direkt am überfüllten Strand eure Drohne auspacken und da erstmal hin und her fliegen, beziehungsweise in der Nähe von großen Restaurants oder solche Malls, wo man einkauft direkt am Strand oder andere Dinge, solltet ihr eigentlich meiden. Beziehungsweise wenn ihr es machen wollt, dann steht ganz früh auf, macht es am Morgen und macht es ebenfalls auch ganz spät am Abend, so bei Sonnenuntergang. Da sind dann wirklich nicht mehr viele Leute am Strand. Aber geht den Leuten nicht auf die Eier, auf Deutsch gesagt, mit der Drohne. Das gibt dann Ärger, das gibt Stress, dann ruft mal einer die Polizei an, dann nehmen die euch erstmal die Drohne weg und dann ist es wieder kompliziert, die Drohne zurückzubekommen. Und das soll man eigentlich alles nicht haben. Ihr wollt ja Urlaub haben, ihr wollt Entspannung haben, ihr wollt schöne Bilder haben. Geht einfach an Stellen vom Strand, wenn es euch möglich ist, die so ein bisschen abgelegen sind, wo nicht viele Leute liegen. Es gibt unwahrscheinlich schöne Stellen, die man einfach mal so erkunden kann. Und da könnt ihr wirklich die Drohne auspacken. Da könnt ihr dann mit der kleinen DJI Mini 2 umherfliegen, schöne Bilder machen. Und wenn ihr auch schon ein bisschen umherfliegt, dann ist natürlich auch ganz besonders wichtig zu beachten, dass ihr aus dem Sand nicht starten solltet. Also ihr solltet euch, ich habe hier wie gesagt so ein Wasserlandegestell besorgt hier für die DJI Mini 2, das gibt es auch mal noch in meinem Video direkt in der Vorstellung und da kann ich eigentlich optimal vom Sand starten und auch wieder auf dem Sand landen. Wenn erstmal ein bisschen Sand in der Drohne drin ist, dann ist das nicht so schön und das macht auch keinen Spaß, das dann irgendwie rauszupusten und das kann auch behindern bzw. die Elektronik stören. Solltet ihr nicht machen und windig ist es am Strand immer und wenn die dann da liegt und Sand reinwedelt, da ärgert ihr euch sozusagen mehr als ihr gewollt habt. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch, wenn ihr so ein bisschen hin und her fliegt, dann wirklich mit so einem Wassergestell, weil wenn es dann wirklich mal eine große Windböe geben sollte über Meer und die Drohne sollte abstürzen, findet ihr anhand dieses Wasserlandegestells eure Drohne immer wieder, die schwimmt dann oben und ihr könnt sie dann auch zur DJI-Care-Versicherung in Bezug auf Wasserschaden einreichen. Wer die Drohne aus der Hand starten lassen möchte, das gibt auch viele, die sozusagen direkt die Drohne aus der Hand starten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder ohne Wasserlandegestell. Ja, mir ist wie gesagt ebenfalls nichts passiert. Ich bin immer so ein übervorsichtiger Mensch. Aber in der ganzen Zeit ist wirklich nichts passiert. Auch über Meer fliegen
keine Probleme mit der DJI Mini 2. Selbst bei starkem Wind macht die noch einen guten Job. Die ist zwar öfter mal ganz woanders dann, aber vom Prinzip her, du siehst sie immer und sofern du sie nicht mehr sehen kannst, das ist natürlich dann eine nicht schöne Situation, die dann wirklich keinen Spaß macht. Also ihr solltet auch wirklich darauf aufpassen, dass ihr die Drohne immer seht und immer wirklich im Blickfeld habt. Manche, die machen das natürlich so, die beobachten dann Kreuzfahrtschiffe direkt auf dem Meer oder Fischerschiffe, wo sie dann direkt drüber fliegen. Die Nummer ist mir zu heiß, ich habe es nicht gemacht. Auf alle Fälle war ich da so ein bisschen übervorsichtig. Aber was natürlich ganz wichtig ist und was ihr wirklich machen solltet und was richtig großen Spaß macht, nehmt Sonnenaufgänge und nehmt Sonnenuntergänge mit. Das ist der Hammer. Steht früh auf, geht morgens an den Strand, da ist noch kein Mensch direkt am Strand, da habt ihr die besten Chancen, gute Bilder zu bekommen und nehmt einfach das schöne Licht mit vom Sonnenaufgang bzw. auch vom Sonnenuntergang. Ich hatte natürlich hier ebenfalls Glück, im Dunkeln filmen zu können und ich wusste auch nicht, dass die DJI Mini 2 so einen schönen Job im Dunkeln macht. Also Lowlight ist die natürlich für mich auch irgendwie richtig perfekt. Ich hatte das Glück, hier noch den Vollmond filmen zu können mit der Drohne. Eine unwahrscheinlich schöne Geschichte, wo ich mich echt total gefreut habe. Und wie gesagt, nehmt Sonnenuntergänge und nehmt Sonnenaufgänge mit. Das ist wirklich das Schönste hier am Meer. Und wenn du dann in der Kulisse noch ein Schiff hast oder irgendwelche anderen Geschichten, dann kannst du natürlich mit deinen Bildern richtig glücklich werden. So, wenn ihr dann in der Sonne fliegt, ist es natürlich wichtig, verpasst der DJI Mini 2 eine Sonnenbrille in Form von ND-Filtern. Wenn die Sonne hier knallt, dann hast du wirklich Überbelichtung auf den Bildern. Teilweise fliegst du ja auch dann mal in Richtung Sonne und das ist natürlich dann nicht so schön, wenn alles ausfranst. Also kauft euch ND-Filter. Ich habe die von der Firma Freewell. Die sind eigentlich top und richtig gut gemacht. Das ist auch so ein 8er-Set. Da kannst du dann dir sozusagen komplett noch die Stärke aussuchen. Und das ist auf alle Fälle eine absolute Pflicht, die ihr wirklich machen solltet. ND-Filter mitnehmen und natürlich, wie gesagt, den Leuten nicht auf den Sack gehen. Einfach irgendwo dir eine ruhige Stelle suchen und dann filmen. Ganz wichtig natürlich auch, da musst du ein bisschen vorsichtig sein, mir ist das passiert. Ich bin hier, wie gesagt, viel am Strand geflogen und teilweise auch in Meeresnähe. Und wir haben natürlich hier größere Meeresvögel, wie zum Beispiel Möwen oder auch teilweise Greifvögel. Und die sind gar nicht so mal der Freund von deiner Drohne. Teilweise kann es dann auch passieren, dass dir Vogelschwärme so ein bisschen deine Drohne angreifen. Ja? Mir ist es passiert, da ist wirklich eine Möwe komplett so dicht an meiner Drohne, also wirklich komplett so dicht an meiner Drohne vorbeigeflogen, dass mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil das war über Meer. Und natürlich, wenn so ein Vogel dann mal auf Angriff programmiert ist und deine kleine DJI Mini 2 wegschießen möchte, dann macht das auch, aber versucht einfach so Vogelschwärme oder größere Vögel zu meiden. Nicht, dass da wirklich irgendwas passiert und euch die Drohne wegen so einem Vogelangriff komplett abstürzt. Das war, wie gesagt, meine erste schlechte Erfahrung. Und die zweite schlechte Erfahrung, die war eigentlich mehr von mir so ein bisschen verschuldet. Ich hatte eine Aufregung ich wollte schnell Bilder machen, habe die Drohne zusammengebaut, komplett Fernsteuerung, Telefon, ihr kennt das, zack, raufklicken. Und dann hatte ich nicht das Kabel für die Steuerung richtig fest eingesteckt. Und dann ist es mir passiert, dass nach dem Start der Drohne komplett die Steuerung verloren ging. Das heißt, ich hatte keine Gewalt mehr über meine Drohne, weil das Kabel locker war und die Steuerung deswegen sozusagen nicht mehr funktioniert hat. Und da ist mir sozusagen wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil aufgrund der Geschichte ist es natürlich dann so, dass wenn du an so einer Klippe mit deiner Drohne bist und die Drohne sozusagen am Meeresrand fliegt und du dann die Steuerung verloren hast, ja, das ist natürlich dann macht es keinen Spaß mehr. Ja? Aber auch da hat die DJI Mini 2 einen guten Job gemacht durch die App und alles drum und dran, ist die natürlich alleine gelandet und da, wo sie gestartet ist und da wiederum aufpassen, wo ihr startet. Also startet nicht zu knapp am Meer und startet nicht zu knapp am Felsen, denn wenn euch das wirklich mal passiert, dass ihr die Steuerung verliert, was relativ selten ist, dass es mir jetzt passiert, dann ist natürlich wichtig, dass die Drohne auch so ein bisschen da wieder landet, wo sie gestartet ist und ihr wisst, dass die DJI Mini 2 manchmal auch so ein bisschen versetzt landet, also 1 Meter oder einen halben Meter weiter, als wo sie gestartet ist. Und wenn es dann natürlich schon die Felsklippe ist, dann sollte man da vorsichtig sein. Und wie gesagt, das ist wirklich nur mir passiert, aber das kann in der Aufregung mal passieren. Du willst schnelle Bilder machen, baust dann alles komplett zusammen, startest die Drohne so schnell wie möglich und schwuppdiwupp ist dann der Stecker nicht richtig fest und du verlierst die Steuerung. Und immer darauf achten, Stecker fest reinstecken, die Verbindung nochmal prüfen und dann dürfte das nicht passieren. Ansonsten natürlich von den Motiven könnt ihr natürlich überall fliegen. Ich hatte teilweise
teilweise auch in den Bergen die DJI Mini 2 mit. Das ist natürlich eine unwahrscheinlich schöne Sache, wenn du schon auf 500 Meter Höhe bist und dann noch einige Dinge dort filmen kannst. Und viel mehr ist eigentlich wirklich nicht zu beachten. Klar, wer in Spanien ist und an diesen Küsten in Richtung Afrika mit der Drohne fliegen möchte, also alles, was sozusagen von der spanischen Seite in Richtung Afrika rübergeht, da müsst ihr ganz besonders aufpassen. Da ist nämlich die Polizei sehr aktiv, weil da sind sehr viele Drogenschmuggelwege. Ihr könnt eigentlich nichts dafür. Ihr macht als Tourist wunderbare Aufnahmen mit eurer Drohne, aber die denken natürlich, dass ihr die Drogenwege ausspionieren möchtet und da nehmen die euch erstmal die Drohne ab, wollen das Filmmaterial sehen und das ist natürlich dann nicht so schön. Also da bitte, wie gesagt, aufpassen in Bezug auf die Küste von Afrika oder die spanische Küste, die gegenüber von Afrika liegt. Da gibt es schon einige Erfahrungen von Freunden von mir, die da wirklich einen Tag gebraucht haben, um wirklich die Drohne in irgendeiner Form so wiederzubekommen. Und mit der Polizei auf Spanisch dann zu reden, wenn man kein Spanisch kann, ist auch nicht so wunderbar. Oder halt sich mit Englisch zu verständigen, solltet ihr erst gar nicht tun. Also da bitte vorsichtig sein. Ich kann nur sagen, dass es echt Spaß macht, hier mit der DJI Mini 2 am Strand zu fliegen, direkt auf den Kanarischen Inseln. Ihr habt Sommer, ihr habt wunderschöne Temperaturen und ihr habt ganz andere Geschichten. Warte, ich muss mal zurückwinken. So, ihr habt ganz andere Geschichten und nehmt sie einfach mit. 250 Gramm sind wirklich kein Schwergewicht und 250 Gramm könnt ihr wirklich immer in den Urlaub direkt mitnehmen. Ich bereue es auf alle Fälle nicht. Ich habe sie wirklich, wie gesagt, jeden Tag mitgenommen und macht es einfach, versucht es. Wenn ihr Erfahrung habt im Urlaub mit der Drohne oder wenn ihr eure Drohne mitgenommen habt und da auch schon ein paar Erfahrungen habt, dann seid einfach so lieb und schreibt es mir direkt hier in meine Kommentare rein. Ich würde mich freuen, was da alles so bei euch passiert ist und sage Winke, winke, tschüss, bye bye und gern bis zum nächsten Video.